Hi, wir sind Tina und Dirk. Nach über 50.000 Kilometern auf der Seidenstraße, auf der wir von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren sind, sind wir jetzt in Europa unterwegs. In der letzten Episode haben wir euch mitgenommen auf unserem Weg in die belgische Stadt Brugge und weiter in die Normandie. Nachdem wir dort der Küste folgend weiter in Richtung Süden gefahren sind, schauen wir uns im heutigen Video die Steilküste von Fécamp an, bewundern die Felsformation von Étretat im Sonnenschein, genießen dann ein paar Tage abseits der Zivilisation und lassen von unserem Freistehplatz aus unsere Drohne über der Seine schweben. Kommt mit, viel Spaß! Wir starten, wo wir in der letzten Episode aufgehört hatten, an diesem tollen Stellplatz in Életaux. Von hier folgen wir nun der Küste in Richtung Süden und werden nach Stops in Fécamp, Étretat, La Valleuse und Le Havre letztlich bis zur Seine kommen. Regen, Regen, Regen und nochmal Regen. Das beschreibt so ziemlich unser Wetterglück die letzten Tage. Ihr habt gesehen, wir haben kaum irgendwas gefilmt. Wir haben einfach fast die gesamte Zeit im Camper verbracht. Was okay ist, weil wir natürlich immer irgendwie eine Menge zu tun haben. Fotos sortieren, Videos schneiden, da kommt ja immer einiges. Aber es ist natürlich irgendwie super schade, weil wir natürlich hier draußen was erleben wollen. Das ging kaum. Aber jetzt, ihr seht es vielleicht im Hintergrund, ne, ist sehr weiß gegen das Licht. Aber gegen das Licht bedeutet, die Sonne ist draußen. Der Wetterbericht sagt 3 Stunden lang kein Regen. Das ist die längste Phase seit 5-6 Tagen, glaube ich. Das will ich direkt nutzen und hier zum Aussichtspunkt gehen über Fécamp. Wir stehen nämlich in Fécamp auf so einem Parkplatz gerade. Das kann ich ja mal kurz zeigen. Da stehen wir, da stehen andere Camper, Autos, nochmal mehr Camper. Hier kann man ganz gut stehen. Hier stehen wir jetzt schon eine Nacht. Und ja, ist alles sehr entspannt. Es gibt ausreichend viele Plätze. Es scheint ein bekannter Wohnmobilstellplatz zu sein. Parkplatz, markiert auf Park 4 Night. Hier gibt es sogar eine öffentliche Toilette, Mülleimer. Richtig, richtig gut. Und es gibt auch eine Sektion mit einer Höhenbeschränkung für Pkw, so dass man sich da kaum in die Quere kommt. Das ist ganz gut. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussieht, wenn die Sonne scheint. Kommt mit! Close your eyes, hear the voice within, calling this heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Ja, wenn man sich den Himmel anschaut, glaubt man gar nicht, dass es vor einer halben Stunde noch in Strömen geregnet hat. Aber es ist so windig hier, dass die Wolken einfach super schnell weggeblasen wurden. Ist ein Traum, weil jetzt, wo die Sonne draußen ist, ist es wieder richtig, richtig schön hier. Die Steilküste, die vielen Verteidigungsanlagen, hier gibt es coole Wege an der Küste entlang. Schön. Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Held underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors.
Dirk ist gerade mal wieder draußen joggen und so habe ich ein bisschen Zeit für mich, was für mich gerne mal bedeutet, in Zeitschriften zu stöbern und zu lesen. Und während ich es mir hier also gemütlich gemacht habe, möchte ich euch einen Service vorstellen, mit dem das super geht, den wir richtig gut finden und schon seit ein paar Monaten nutzen. Readly. Readly ist eine App für digitale Zeitschriften und Magazine, mit der man unbegrenzten Zugang hat zu über 5000 Publikationen. Im Grunde wie Spotify, nur eben für Zeitschriften und Zeitungen. Und die Auswahl ist riesig. Es gibt sowohl Campingklassiker wie Promobil, Campervans, Reisemobil International oder die Autobild, aber auch Magazine wie das Time Magazine, Rolling Stone, National Geographic. Und es gibt sogar Zeitungen wie die Welt oder die Bild. Da ist also wirklich für jeden was dabei. Und das Coole ist, beziehungsweise eines der coolen Features ist, es gibt nicht nur die jeweils aktuelle Ausgabe, sondern auch ganz viele aus der Vergangenheit. Bei Promobil zum Beispiel gibt es locker über 50 Ausgaben. Bis ins Jahr 2015 geht es zurück, was natürlich mega cool ist, wenn man sich nochmal einen Testbericht oder auch einen Reisebericht aus der Vergangenheit durchlesen möchte. Und das alles eben digital in einer App fürs Handy und fürs Tablet. Perfekt also, wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Kein Papier, kein Gewicht und offline lesen geht auch. Man kann die Zeitschriften ganz einfach runterladen und dann auch lesen, wenn man kein Internet hat. Wir finden Readly echt mega cool. Ich nutze es gerne, um mich für unsere Reisen inspirieren zu lassen oder über Reisemobiltrends zu informieren. Und Dirk hat gerade angefangen, sich ein bisschen mehr mit dem Thema Fotografie auseinanderzusetzen. Oft ist es ja so, dass man sich nur für einen bestimmten Artikel und nicht für die ganze Zeitschrift interessiert. Und hierfür ist Readly perfekt, da man ganz gezielt nach bestimmten Themen suchen kann, wie in unserem Fall zum Beispiel Kameragimbal oder Normandie. Wenn auch ihr Readly mal ausprobieren wollt, dann gibt es jetzt eine super Aktion. Ihr könnt die App 2 Monate lang für 1,99 € nutzen. Danach kostet Readly 9,99 € im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Klickt ganz einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Wir können Readly absolut empfehlen. Schaut euch das also gerne mal an. Hallo aus Etretat. Das ist sicherlich einer der bekannteren Orte hier an der Atlantikküste der Normandie. Bekannt vor allem für seine Felsformation an der Steilküste. Und die versuchen wir uns jetzt zu erwandern. Wir parken hier auf einem kleinen Picknickplatz ein bisschen außerhalb der Stadt und laufen da jetzt rein und versuchen dann einen Wanderweg entlang der Küste zu finden. Los geht's! Love interrupted by tragedy, lost in the drought of nightfall, running in search of the remedy, trying to find her place in it all, focused only on the negative. All she can attract is pain. Perception is what will manifest. Die Steilküste von Etretat hat schon bekannte Maler wie Claude Monet dazu inspiriert, ihre Schönheit in Bildern zu verewigen. Der Ort, der an einer der wenigen Absenkungen der Alabasterküste am Ärmelkanal liegt und rund 1500 EinwohnerInnen hat, wird auf beiden Seiten von steilen Felsklippen mit außergewöhnlichen Felsformationen umrahmt. Die Klippen bestehen hauptsächlich aus Kreidefels und sind entsprechend hell gefärbt. Und auch wenn die Klippen bei Fécamp mit bis zu 105 Metern noch etwas höher sind die Klippen in Etretat mit ihren bis zu 84 Metern ebenfalls sehr beachtlich und wohl noch deutlich bekannter. Das liegt an ihren markanten Ausformungen. Vor allem die 3 Felsbögen östlich von Etretat stechen heraus. Hier hat die ständige Kraft der Wellen in Kombination mit dem in der Normandie extrem stark ausgeprägten Tidenhub, also dem Höhenunterschied des Meeresspiegels bei Ebbe und Flut, die Kreidefelsen mit der Zeit so bearbeitet, dass teils riesige Brückenbögen geschaffen wurden. Die kann man sich anschauen, wenn man dem schönen Wanderweg folgt, der hier an den Klippen entlang und auch hinunter durchs Dorf bzw. über die Strandpromenade führt.
turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, through that I survived, doing 80 to the house. Then I hit her to the sky, changed haters on a tirade. Talking to their grip in the face, be still, let that hate stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Trail spill from my lips, feel big from the bib. Take a sip till I pass out. Try and get grit, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage. Ich denke, die Bilder vermitteln es. Es ist wirklich mega schön hier. Es ist richtig, richtig cool. Ja. Also wir hatten im Vorfeld ja schon ein paar Bilder von Etretat gesehen. Aber ja, wenn man dann live hier ist, ist doch nochmal beeindruckender. Also große Empfehlung, wenn ihr mal irgendwie die Gelegenheit habt. Kommt hierher, lauft die Küste entlang. Super schön. Ja, auf jeden Fall. Und da der Rückweg auf dem gleichen Weg lang führt wie der Hinweg, machen wir einmal kurz den Schnipptrick und sind jetzt schon zurück im Camper und suchen uns jetzt einen Stellplatz für die Nacht. Los geht's. In my mouth is a desert, running dry on the tip of my tongue. I can taste your lies, how to measure the love you throw around. I could never hold you down. One of us will have to take a bow. Feeling you so close to make me drive around. Everlasting love, so much to go around. You got me so high I can't come down. I hope you know that Ja, wir haben unseren Stellplatz für die Nacht gefunden. if all I do is dim your glow and fly on, baby, please just go. Your soul is the ocean and I can't touch the floor, so full of emotion. I can't keep any more. Are we at a time where we'd be swallowed whole? Don't give up on us now. One of us will have to take a bow. Feeling you so close to make me drive around. Everlasting love, so much to go around. You got me so high I can't come down. Ja, den Platz da oben an der Steilküste haben wir dann nach einer Nacht tatsächlich direkt wieder verlassen, denn es war da oben so dermaßen windig, also da ging gefühlt ein Orkan durch in der Nacht. Wir wurden so sehr durchgeschüttelt. Ich glaube nicht, dass unser Camper jemals so sehr gewackelt hat. Und ja, deswegen sind wir dann am nächsten Morgen weitergezogen, schweren Herzens, und haben die nächste Nacht an einem Friedhof verbracht. Das sind ja in der Regel immer ganz gute Stellplätze, weil es gibt Parkplätze, es ist ruhig, man stört niemanden. Und das war auch total fein. Aber heute Morgen sind wir dann wieder weitergezogen und haben jetzt hier unser Camp aufgeschlagen, direkt an einem schönen Kanal, der da vorne in die Seine fließt. Hier ist es super ruhig, super idyllisch. Wir stehen hier ja, neben Feldern und Kuhwiesen. Es ist super ruhig, nur ein paar Vögel, die zwitschern, und ein paar Brombeeren, die hier an der Hecke hängen. Also ja, sehr schön, sehr cool, und ich glaube, hier bleiben wir jetzt erstmal ein bisschen. When I wake
Ihr seht, der Stellplatz war echt super und wir sind gleich mehrere Nächte geblieben. Inzwischen sind wir aber weitergezogen, zurück zur Küste und haben uns unter anderem das traumhaft schöne Örtchen Honfleur und die Steilküste rund um den Omaha Beach angeschaut. Das zeigen wir euch dann aber erst in der nächsten Woche. Für dieses Video kommen wir nun zum Ende. Wie immer gilt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude daran, mit uns durch die Normandie zu fahren. Abonniert gerne unseren Kanal, um unsere nächsten Videos nicht zu verpassen. Und lasst diesem Video hier gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank, ganz liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.